location, of course, is just above the city of David. Und der Ort, wo der Stadt stand, ist gerade neben der Stadt Davids. The reason the threshing floor was on a high place is so that the breeze would come and blow the chaff from the wheat. Warum man an diesen hohen Ort gegangen ist zum Dreschen, ist, dass der Wind dort oben die Spreu weggeblasen hat. There's another example of the city of David and the mount, which was Mount Moriah. I don't know if you know, that's where Abraham on that mountain range was told to sacrifice Isaac and then stopped. Also das gleichzeitig da oben ist der Berg Moria, wo Abraham Isaak opfern sollte. We have a picture of today from a satellite, and again this is the city of David here, and this is Mount Moriah or the threshing floor of Aurora. Also hier, das ist ein Satellitenbild, die Stadt Davids ist dort unten und links ist der Dreschplatz von Arauna oder auch eben der Berg Moria. And so Chronicles can fill in parts of the story that Samuel doesn't have. Also in der Chronik können wir Sachen finden, die bei Samuel nicht erwähnt sind. But I do need to say that that's not really the purpose of Chronicles. Aber das ist eigentlich nicht der Hauptgrund für dass es das Buch der Chronik gibt. Because if you look at Chronicles and you look at the genealogies, wenn du dir die Geschlechtsregister anguckst in der Chronik, the genealogies at the beginning go way past David, all the way through the kings, and even into the period of the exile. Denn die Geschlechtsregister bleiben nicht bei David stehen, sondern gehen noch viel weiter, viel später durch die anderen Könige bis hin ins Exil. Did you have a teaching on the overview of the Old Testament, or are you discovering it as you go? Habt ihr eine zusammenfassende Lehre gehabt über das ganze Alte Testament oder entdeckt ihr es, während ihr lest? Discovering it as you go. Ja. Okay, so then you have to know this. If you look at your wonderful timeline up there, Also wenn ihr euch die Zeittafel anguckt da oben, you'll see that the southern kingdom came to an end and there's a period of an exile. das Südreich, also Juda, kam zu einem Ende und die Leute sind in Exil verschleppt worden. And then you have the people from Judah returning after that time in Babylon. Und nach der Zeit in Babylon sind die Leute von Juda zurückgekommen. And 1st and 2nd Chronicles, they make the most sense when they're understood to be at the time of Ezra. Also die erste, zweite Chronik, das macht am meisten Sinn, wenn man Yes. dass sie geschrieben wurden ungefähr zur Zeit Esras. Because the genealogies come all the way through into the exile, about 9 generations. Denn das sind ungefähr 9 Generationen bis zum Exil. And so if you put yourself in that mindset that you are a Jew and you had been just recently, your people had been defeated by the Babylonians into exile and now they had returned. Stell dir vor, du bist ein Jude und dein Volk wurde besiegt von den Babyloniern und mit ins Exil verschleppt und jetzt seid ihr gerade wieder zurückgekommen. Then you get the setting of why Chronicles was written. Dann bekommt ihr einen Eindruck davon, warum das Buch der Chronik geschrieben wurde. The reason for the genealogies for those people would have been really important. Der Grund für diese Geschlechtsregister, warum waren die so wichtig für die Leute? For us it can be as exciting as reading a telephone directory. Für uns ist das oft ungefähr so spannend, wie wenn wir ein Telefonbuch lesen würden. But for those people it was an indication of their roots and of their identity as Jewish people. Aber für diese Leute, die da zurückgekehrt sind aus dem Exil, für die war das wie
ihre Wurzeln wieder zu entdecken, ihre Identität als Volk Israel. And so Chronicles is a lot about identity. Also das Buch der Chronik, da geht es viel um Identität. When you read about David and Solomon in Chronicles, Wenn man über David und Salomo liest in der Chronik, there's an absence of mention of David's sin with Bathsheba. zum Beispiel Davids Sünde mit Bathseba wird gar nicht erwähnt. And there's an absence of Solomon's apostasy. Und auch die Abgötterei von Salomo wird nicht erwähnt. And the reason for that is the focus, it's not that the writer was trying to deceive people. Also da ging es nicht darum, dass der Autor versucht hat, Leute in das Licht zu führen. But people think Ezra wrote Chronicles. Viele Leute gehen davon aus, dass Esra das Buch der Chronik geschrieben hat. He was wanting these people that had known such loss and had come back to rebuild the nation. Er wollte einfach, dass diese Menschen, die so viel verloren haben und jetzt wieder zurückgekommen sind, um ihre Nation wieder aufzubauen, to understand their identity as the people of God. dass sie ganz frisch wieder ihre Identität als Volk Gottes wahrnehmen. And the greatness of King David. Und auch die Größe von König David. And the way he had mighty victories. Und wie er mächtige Siege errungen hat. And the dedication he had to the temple. Und seine Hingabe an den Bau des Tempels. And as they were rebuilding the temple and the temple worship was being relaunched after having stopped for 50 years, während sie dabei waren, den Tempel wieder aufzubauen und die Gottesdienste im Tempel wieder angefangen haben, nachdem sie mehr wie 50 Jahre unterbrochen waren, Ezra wanted them to know how it worked and how it should work. Da wollte Esra ihnen einfach zeigen, wie das alles funktioniert und wie man es machen soll. And so Chronicles, when we see it with these glasses on, it is a marvelous book of affirmation. Also wenn man die Chronik mit so einer Brille anguckt, dann ist es ein Buch der Bestätigung, der Ermutigung, Helping people understand their roots. Dass die Leute besser verstehen, wo sie herkommen, ihre Wurzeln. And helping Israel have a sense of identity, even a sense of pride of where they come from. Und um dem Volk Israel wieder eine Identität zu geben und auch, dass sie stolz sein können drauf, wo sie herkommen. There's a parts of Isaiah that were written to have a very similar effect. Es gibt auch Teile in Jesaja, die aus einem ähnlichen Grund geschrieben wurden. And you get some really marvelous parts where God is speaking to the people. Und da gibt es tolle Teile, wo Gott zum Volk spricht. And there's a marvelous part where God speaks to them about being a worm. Da gibt es einen tollen Teil, wo Gott in Jesaja zum Volk spricht, wie es ist, wenn man ein Wurm ist. I have to find that. It's just classic. Was ist das für God says to them in Isaiah a real affirmation. He says, "You Israel, you are my servant." Verse 14 and 41. Of what? Isaiah. 4 noch? Of Fürchte dich nicht, du Würmlein Jakob, yes. du armer Haufe Israel. Ich helfe dir, spricht der Herr. Und dein Erlöser ist der Heilige Israels. 41:14, also 41:14. It's just marvelous. Ist doch süß, oder? Because having come back, having been defeated, that is exactly how they would have felt as a people. Als sie es geschafft haben, zurückzukommen, nachdem sie so vernichtet worden waren, das ist genau, wie sie sich gefühlt haben und wahrscheinlich sich selber gesehen haben. They would have felt as significant as a worm or an insect. Also sie haben sich ungefähr so wichtig gefühlt wie ein Wurm oder ein Insekt. But what God says is, I will make you a sharp, threshing sledge, sharp new having teeth, and you will thresh the mountains and crush them.
Und dann sagt Gott zu ihm, siehe, ich habe dich zum scharfen, neuen Dreschwagen gemacht, der viele Zacken hat, dass du Berge zerdreschen und zermalmen sollst und Hügel wie Spreu machen. In other words, Israel, lift up your heads, you're my people still. Also, was Gott da gesagt hat, Israel, ihr, Kopf hoch, ihr seid immer noch mein Volk. And Chronicles, the intention of Chronicles is to do the same. Und der Ansatz und das Ziel der Chronik ist das gleiche. Now, I'm going to quit just in a few minutes. Ich will jetzt noch ein paar Minuten drauf verwenden. But I want you to just run back in your thinking to Samuel, where we began. Also gehen wir zurück an den Anfang zu Samuel, wo wir angefangen haben. And I just want to draw your attention to the marvelous way Samuel finishes. Und ich möchte euch einfach darauf aufmerksam machen, wie wunderbar Samuel beendet wird. The last 4 chapters, 21 through 24, Die letzten 4 Kapitel, 21 bis 24 im 2. Samuel. what it is, it's a celebration of David's reign. Das ist einfach, da wird die Herrschaft Davids gefeiert. And these chapters are in a chiastic form. Da haben wir wieder einen Chiasmus vorliegen. And in the chiasm we do have a reference to the sin of Saul and then the sin of David. Also da ist wieder am Anfang und am Ende geht es einmal um die Sünde Sauls und am Schluss um die Sünde Davids. Incidentally, regarding the sin of David at the end, Und wo es um die Sünde Davids am Schluss geht, the question quite rightly came, why were the people judged because of what David did? war die Frage, wieso wird das Volk bestraft für was David gemacht hat? But it does say in chapter 24:1, again the anger of the Lord was kindled against Israel. Aber in Vers 1, Kapitel 24 steht, und der Zorn des Herrn entbrannte abermals gegen Israel. In other words, there seemed to be not simply a judgment on David, but also on Israel, and we're not told why. We don't know why. Sorry, can you say? Yes, I can. That this thing that happened with David seemed to be a judgment on Israel as well as David, but we don't know what it was they had done. Also diese Volkszählung, die da passiert ist durch David, das sieht so aus, als ob das Gericht war gegen David, aber auch gegen Israel. Aber wir wissen nicht genau warum. Now, there's a marvelous passage of celebrating David's mighty men. Was wirklich toll gefeiert wird, da sind die Helden Davids. And it's important because David didn't do what he did alone. He couldn't have done it alone. Und das ist wichtig, dass das da drin steht, denn David konnte das, was er vollbracht hat, niemals alleine tun. The only reason he could finish what Joshua started was because of those around him that were standing with him and also trusting God and also being very brave and taking risks with him. Also der einzige Grund, warum David das vollenden konnte, was Josua begonnen hatte, war, weil er umgeben war von seinen Helden und mächtigen Kriegern, die ihm geholfen haben. But the heart of this chiasm are the psalms of praise and of celebration. Aber das Herz dieses Chiasmus sind diese Psalmen, Lobpreispsalmen. And the longest of those is in chapter 22. Der längste von ihnen steht in Kapitel 22. And this psalm we have here is actually repeated in the book of Psalms in its entirety. Also dieser Psalm, der hier steht, wiederholt sich nochmal genau gleich im Buch der Psalmen. Das ist also Psalm 18. In the book of Psalms, it's Psalm 18. Did you say that? Yeah, before you did. Sorry. That's cool.
And this psalm is in 3 parts. Der hat 3 Teile. Thanking God for the answer to prayers that David had seen over his life. Dankbarkeit für Gottes Gebetserhörung in Davids Leben. He celebrates how God has been loyal to him. Und feiert, wie Gott ihm gegenüber treu war. And he gives God all the credit for the victories that he's known. Und gibt Gott alle Ehre für die Siege über seine Feinde. And it would seem, I think, that's a good way to finish. Ich denke, vielleicht ist das eine gute Stelle, um auch zu schließen. Because David recognized it was God's doing. Weil David war so klar, das ist alles Gottes Verdienst. And I think we can say amen to that. Und wir können dazu auch nur Amen sagen. So it's been great to be with you this week. I know we've had to rush this last bit. Es war super, bei euch zu sein diese Woche. Es tut mir leid, dass wir heute so durchgerauscht sind. It's been a pleasure to meet you. Ich habe Freude gehabt, euch kennenzulernen. And I bless you guys as you Und continue der Herr to segne euch, finish the Bible in the school. als wenn ihr weitermacht, die Bibel durchzulesen.